Herzlich willkommen bei LXT Do It Yourself Channel. Ich zeige euch hier auf einfache Art und Weise, wie ihr gewisse Probleme lösen könnt. Heute geht es konkret um das Thema, wie kann ich einen Hydrofoil-Mast, der aus Aluminium ist, kürzen. Bei mir ist das Problem konkret dadurch entstanden, dass ich einen 90 cm Mast gehabt habe und beim Wingen bin ich seitlich draufgefallen, das Ganze hat sich hier verbogen. Das ist eben am Collar gewesen, sprich sehr knapp zur Base. Glücklicherweise ist nichts an den Schienen passiert, aber so kann ich ihn nicht weiter benutzen. Jetzt gibt es Spezialisten im Internet, die biegen das Ganze einfach zurück. Kann funktionieren, mir wäre es zu riskant, das ist ein stark gepresstes Aluminiumprofil, das ist sehr steif, das ist nicht dafür gedacht, dass man es nachträglich irgendwie verwindet, verbiegt, das wird dadurch wahrscheinlich weicher und wer schon einmal mit einem schrägen Mast fahren musste und dann gehofft hat, dass er noch ordentlich heimkommt, der wird sagen, ich mache das nicht mehr. Deswegen vergessen wir das einmal und wir biegen es nicht zurück, sondern wir schneiden es ab. Ja, der Vorteil ist bei diesen stanggemäßten Profilen ist, wir haben da verschiedene Arten von Profilen, die es handelsüblich gibt. Hier meistens entweder M6 oder M8 Schrauben hier drin. Ich habe hier ein Modell mit M6 Schrauben. Wichtig ist, mit einer Säge, mit einer Kappsäge oder einer Metallsäge abschneiden, versucht es möglichst 90 Grad reinzubekommen. Wichtig ist, dass ihr hier 90 Grad diesen Winkel hier bekommt, damit das Ganze nicht irgendwie schräg am Foil draufsteht. Ihr könnt jetzt das zwar ausgleichen, aber es ist vielleicht unangenehm. Die andere Variante, diese 90 Grad, diesen Winkel bekomme ich persönlich hier nicht perfekt hin. Das kann sicher ein Schlosser machen. Deswegen werden wir auch nur die Oberseite hier kürzen. Nicht die Seite, wo manche bei Slingshot beispielsweise ist es stumpf aufgeschraubt. Hier ist es nicht das Thema. Deswegen kann ich das sehr leicht eben abschneiden. Wichtig ist dann entsprechend die Löcher vorbohren, dass ihr diesen M6 Gewindebohrer dort rein bekommt oder M8, was ihr da eben entsprechend braucht für euer entsprechendes Foil. Schmieren ist wichtig, immer wieder beim Eintauchen die Späne auch rausholen, dass das Ganze nicht drinnen stecken bleibt. Das ist mir auch einmal passiert, ist sehr unangenehm, aber sonst kann man das Ganze nochmal weiter kürzen. Ein weiteres Thema ist natürlich auch, bekommt ihr diesen M6 Gewindeschneider in der Länge? Ich habe ihn nicht bekommen, ich musste meinen ein bisschen hinten verjüngen bzw. dünner machen, um eben diese Gewindeschneiderklingen außen entsprechend Tiefe einführen zu können. Am Ende des Tages funktioniert er. Wir haben jetzt einen 72 cm Mast, besseres Wegwerfen. Viel Spaß beim Nachmachen, könnt gerne Kommentare da lassen und wird sicher den einen oder anderen Mast retten. Auf der anderen Seite, vielleicht habt ihr einen Mast, den ihr in einem Revier nicht nutzen könnt, der nur herumliegt und dann könnt ihr euch eine passende Größe auch anfertigen. Viel Spaß damit. Grüß euch.